The Large Hadron Collider is one of the wonders of the modern world. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Stellen Sie sich eine Maschine vor, die so mächtig ist, dass sie den Schlüssel zur Entschlüsselung der tiefsten Geheimnisse des Universums in sich birgt. Der Large Hadron Collider, eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften der Menschheit, ist zum Schauplatz eines erstaunlichen Geheimnisses geworden, das die Wissenschaftler am CERN in Atem hält. In den gewaltigen Kammern des Raumschiffs ist etwas wahrhaft Beunruhigendes geschehen, das die Welt der Physik erschüttert hat und Experten auf der Suche nach Antworten in einen Wettlauf mit der Zeit versetzt. Seltsame Phänomene, die sich jeder Logik entziehen und die Welt in Atem halten, sind aufgetreten. Was passiert wirklich im Inneren des Colliders? Bereiten Sie sich darauf vor, in das Unbekannte einzutauchen, während wir die erschreckenden Wahrheiten hinter diesem Rätsel aufdecken. Das rätselhafte Ereignis am CERN. Am CERN hat sich gerade etwas wirklich Bizarres ereignet. Ein Ereignis, das so verblüffend ist, dass die Wissenschaftler sich den Kopf zerbrechen. Niemand kann es erklären. Und es erschüttert die Grundlagen unseres Verständnisses. Tief unter der Erdoberfläche, versteckt in einem riesigen Tunnelnetz, liegt der Large Hadron Collider, LHC, ein technisches Wunderwerk, das sich über 17 Meilen über die Grenzen von Frankreich und der Schweiz erstreckt. Der LHC brummt vor Energie, eine konstante Symphonie aus supraleitenden Magneten und hochmodernen Detektoren, die unermüdlich arbeiten. Er beschleunigt Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und stellt damit die Bedingungen nach, die nur wenige Augenblicke nach dem Urknall herrschten. Diese Maschine steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und die Grenzen dessen, was wir über Physik wissen, zu erweitern. Doch vor kurzem geschah etwas Schockierendes. Die jüngsten Experimente des LHC haben Ergebnisse geliefert, mit denen niemand gerechnet hat. Teilchenkollisionen bei bestimmten Energieniveaus finden häufiger statt als vorhergesagt und bringen das seit langem etablierte Standardmodell der Teilchenphysik aus dem Gleichgewicht. Und noch seltsamer ist, dass sich die Schönheitsquarks, Teilchen, die für ihre mysteriösen Zerfallsmuster bekannt sind, auf eine Art und Weise verhalten, die mit unseren derzeitigen Theorien einfach nicht vereinbar ist. Könnte dies ein Beweis für neue, verborgene Bereiche der Physik sein, die darauf warten, entdeckt zu werden? Und das ist noch nicht alles. Die schwer fassbaren Neutrinos, Teilchen, die kaum mit irgendetwas in Wechselwirkung treten, waren in Experimente verwickelt, die Alarm auslösten. Eines dieser Experimente deutete zunächst darauf hin, dass Neutrinos das Undenkbare geschafft haben könnten. Sie bewegen sich schneller als das Licht, was im direkten Widerspruch zu Einsteins Relativitätstheorie steht. Obwohl die Entdeckung später aufgrund eines technischen Fehlers verworfen wurde, hat sich die Idee der Extradimensionen, verborgene Bereiche jenseits unseres vertrauten dreidimensionalen Raums, in der wissenschaftlichen Diskussion durchgesetzt. Noch überraschender ist, dass der LHC Higgs-Bosonen mit einer unerwarteten Masse erzeugt hat, was darauf hindeutet, dass diese Teilchen mit unbekannten Feldern oder Dimensionen wechselwirken könnten. Und dann ist da noch die Schwerkraft, die schwächste Kraft, die wir kennen. Und doch eines der größten Rätsel des Universums. Einige Wissenschaftler stellen nun die Theorie auf, dass sich die Schwerkraft nicht nur auf die uns bekannten 3 Dimensionen beschränkt, sondern sich auch über versteckte Dimensionen erstrecken könnte. Eine weitere Möglichkeit, die der LHC erforschen könnte. Auch wenn wir noch keine konkreten Beweise für zusätzliche Dimensionen haben, so haben diese jüngsten Erkenntnisse doch eine Büchse der Pandora mit Fragen geöffnet, die unser Verständnis des Universums neu definieren könnten. Die Rolle des Higgs-Bosons. Die am LHC gewonnenen Erkenntnisse könnten die Türen zu revolutionären Einsichten öffnen und ein tieferes Verständnis der Struktur des Universums und der Natur der Realität selbst ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die am CERN und am Large Hadron Collider durchgeführten Experimente bei der Erforschung der grundlegenden Natur der Materie und des Universums eine Vorreiterrolle spielen. Indem sie die Bedingungen aus der Frühzeit des Kosmos nachbilden, schälen die Wissenschaftler Schichten des kosmischen Geheimnisses ab und versuchen, die grundlegenden Wahrheiten aufzudecken, die unsere Existenz bestimmen. Die laufenden Forschungsarbeiten am CERN versprechen, die Grenzen des menschlichen Wissens zu verschieben und möglicherweise unser Bild vom Kosmos auf eine Weise zu verändern, die wir uns gerade erst vorzustellen beginnen. Durch die Kollision von Teilchen bei außerordentlich hohen Energien wollen Wissenschaftler am CERN
mögliche Beweise für zusätzliche Dimensionen jenseits des uns vertrauten dreidimensionalen Raums aufdecken. Die theoretische Physik geht davon aus, dass unser Universum mehr als die 3 von uns wahrgenommenen Dimensionen enthalten könnte. Diese zusätzlichen Dimensionen könnten in so winzigen Dimensionen verdichtet oder zusammengerollt sein, dass sie mit der derzeitigen experimentellen Technologie nicht wahrnehmbar sind. Die extremen Bedingungen, die bei den Kollisionen im Large Hadron Collider (LHC) herrschen, könnten diese verborgenen Dimensionen jedoch vorübergehend freilegen. Wenn es solche Dimensionen gibt, könnten sie mit neuartigen Teilchen verbunden sein, die als Kaluza-Kleinmoden bekannt sind. Die Entdeckung dieser Teilchen würde durch besondere Signaturen in den von den hochentwickelten Detektoren des CERN gesammelten Daten angezeigt werden. Neben der Entdeckung neuer Teilchen könnten die zusätzlichen Dimensionen auch das Verhalten bekannter Teilchen auf subtile Weise verändern. Zur Veranschaulichung stellen Sie sich vor, ein Teilchen, das sich durch diese verborgenen Dimensionen bewegt, könnte sich anders verhalten, als wir es erwarten. Ähnlich wie die Koi-Fische, die ich im japanischen Teegarten in San Francisco beobachtet habe, mühelos unter die Oberfläche zu gleiten schienen, könnten Teilchen unerwartete Veränderungen aufweisen, wenn sie mit diesen zusätzlichen Dimensionen wechselwirken. Solche Wechselwirkungen könnten sich als Anomalien bei Energie und Impuls in den Kollisionsergebnissen manifestieren. Die Beobachtung dieser Abweichungen, WZ, fehlende Energie oder fehlender Impuls, hat Physiker zu Spekulationen über das Vorhandensein von Extradimensionen veranlasst. Die Untersuchung des Zerfalls von Teilchen unter diesen Bedingungen liefert weitere Erkenntnisse, da Abweichungen von den vorhergesagten Zerfallsmustern auf Wechselwirkungen mit verborgenen Dimensionen hindeuten könnten. Obwohl das CERN noch keine direkten Beweise für zusätzliche Dimensionen liefern konnte, deuten die beobachteten faszinierenden Anomalien darauf hin, dass unsere derzeitigen Theorien unvollständig sein könnten. Die Suche nach diesen verborgenen Dimensionen wird fortgesetzt, und die Wissenschaftler hoffen, dass weitere Untersuchungen ein Portal oder ein Tor zu einer anderen Dimension innerhalb der CERN-Anlage aufdecken könnten. Mikroschwarze Löcher und Quantenverschränkung. Ein weiteres aktives Forschungsgebiet am CERN ist die Quantenverschränkung, ein Phänomen, bei dem Teilchen so miteinander verbunden werden, dass der Zustand eines Teilchens sofort den Zustand eines anderen Teilchens beeinflusst, unabhängig von der Entfernung, die sie voneinander trennt. Diese seltsame nicht-lokale Verbindung stellt unser herkömmliches Verständnis von Kausalität und der Natur der Raumzeit in Frage. Mit den Experimenten des CERN zur Quantenverschränkung sollen die Grenzen dieses Phänomens ausgelotet werden. Die Forscher untersuchen, ob die Interaktionen der verschränkten Teilchen auf eine Verbindung zu anderen Dimensionen hindeuten könnten. Durch die Vertiefung der Quantenverschränkung erhoffen sich die Wissenschaftler ein besseres Verständnis der grundlegenden Natur von Raum und Zeit und möglicherweise die Entdeckung von Verbindungen zu alternativen Dimensionen. Diese Bemühungen leisten einen wichtigen Beitrag zu unserem allgemeinen Streben nach einem besseren Verständnis des Universums. Die Wissenschaftler am CERN untersuchen auch das Konzept der mikroschwarzen Löcher, winzige schwarze Löcher, die sich unter den extremen Bedingungen des Colliders bilden könnten. Diese mikroschwarzen Löcher könnten Einblicke in zusätzliche Dimensionen bieten, insbesondere wenn Theorien wie die Stringtheorie korrekt sind. Nach diesen Theorien könnten die vom LHC erzeugten Energieniveaus ausreichen, um schwarze Mikrolöcher zu erzeugen, die unglaublich klein wären und durch einen als Hawking-Strahlung bekannten Prozess schnell verdampfen würden. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Erzeugung von schwarzen Mikrolöchern. Einige befürchten, dass diese winzigen Gebilde möglicherweise unkontrolliert wachsen und damit Risiken bergen könnten. Die Wissenschaftler sind jedoch zuversichtlich, dass die Hawking-Strahlung sie daran hindern würde, sich über ihre mikroskopische Größe hinaus auszudehnen, sodass ihre Sicherheit gewährleistet ist. Durch die Untersuchung der Entstehung und des Zerfalls dieser mikroschwarzen Löcher wollen die Forscher mehr über die Schwerkraft und die grundlegende Struktur der Raumzeit herausfinden. Die Art und Weise, wie diese schwarzen Löcher zerfallen und verschiedene Teilchen erzeugen, könnte Aufschluss über die Eigenschaften von Extradimensionen geben. Wenn mikroschwarze Löcher entstehen, könnten sie außerdem einzigartige Signale erzeugen, die mit den Instrumenten des CERN nachgewiesen werden können und neue Erkenntnisse über das Verhalten von Teilchen in der Gegenwart von Extradimensionen liefern.
Durch die akribische Untersuchung der Daten von Teilchenkollisionen wollen die Wissenschaftler Hinweise auf zusätzliche Dimensionen und die Bildung von schwarzen Mikrolöchern finden. Obwohl ein direkter Weg in eine andere Dimension durch diese mikroschwarzen Löcher am CERN noch nicht gefunden wurde, ist die Untersuchung dieser Phänomene entscheidend für unser Verständnis des Kosmos. Diese Studien eröffnen möglicherweise neue Perspektiven auf die Schwerkraft, die Natur des Raums und die Struktur der Zeit selbst und bieten einen Einblick in Bereiche, die unseren derzeitigen Beobachtungsmöglichkeiten verborgen bleiben könnten. Bei den am CERN durchgeführten Experimenten geht es nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern auch darum, die Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern und bestehende Theorien in Frage zu stellen. Während der endgültige Beweis für Extradimensionen oder Portale schwer zu erbringen ist, treiben die unermüdliche Neugier und der Einfallsreichtum der Wissenschaftler am CERN die Suche nach bahnbrechenden Entdeckungen weiter voran. Jedes Experiment und jeder theoretische Fortschritt bringt uns einen Schritt näher an die mögliche Entdeckung eines Tores zu einer anderen Dimension durch die Untersuchung von schwarzen Mikrolöchern. Die Verbindung des Higgs-Bosons zu den Extradimensionen. Was die Beziehung zwischen dem Higgs-Boson und den Extradimensionen angeht, so spielt dieses schwer fassbare Teilchen eine entscheidende Rolle für unser Verständnis von Masse. Das am CERN entdeckte Higgs-Boson ist von grundlegender Bedeutung, da es anderen Teilchen durch seine Wechselwirkungen mit dem Higgs-Feld Masse verleiht. Das Higgs-Boson birgt jedoch auch potenzielle Hinweise auf das Vorhandensein von Extradimensionen. Theorien legen nahe, dass die Existenz zusätzlicher Dimensionen das Verhalten des Higgs-Bosons auf subtile Weise beeinflussen könnte. So könnten beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen dem Higgs-Boson und diesen hypothetischen Dimensionen seine Masse oder sein Zerfallsverhalten verändern. Wissenschaftler analysieren die Eigenschaften des Higgs-Bosons genauestens, um Anomalien zu entdecken, die auf die Existenz zusätzlicher Dimensionen hindeuten könnten. Um dies zu erforschen, messen die Forscher am CERN nicht nur die Masse des Higgs-Bosons mit hoher Präzision, sondern untersuchen auch, wie es unter extremen Bedingungen mit anderen Teilchen und Feldern wechselwirkt. Durch die Beschleunigung von Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und die Untersuchung der Kollisionen suchen die Wissenschaftler nach Anzeichen dafür, dass die Eigenschaften des Higgs-Bosons durch Wechselwirkungen mit extradimensionalen Entitäten beeinflusst werden könnten. Darüber hinaus erstrecken sich die Untersuchungen des CERN auf das Konzept des Gravity's Rainbow, ein theoretisches Rahmenwerk, das darauf abzielt, die Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu verschmelzen. Gravity's Rainbow geht davon aus, dass die Schwerkraft je nach Energieskala variiert, was Aufschluss über die Existenz anderer Dimensionen geben könnte. Dieses Konzept zielt darauf ab, unser Verständnis der Schwerkraft mit dem Quantenbereich zu vereinen, wodurch sich möglicherweise neue Dimensionen erschließen und unsere Wahrnehmung des Universums verändern könnten. Besondere Entdeckung. Am CERN brach ein gewaltiges Inferno aus, das die Anlage in ein riesiges Feuer hüllte, das bis in den Himmel zu reichen schien. Die Flammen loderten, als würden sie von etwas Unbegreiflichem angefacht und warfen einen unheimlichen Schein über die Landschaft. Es war, als würde das Feuer selbst der Schwerkraft trotzen und sich in einem surrealen, erschreckenden Schauspiel dem Himmel entgegenstrecken. Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Theoretische Modelle und verborgene Dimensionen. Das CERN steht bei der Erforschung dieser tiefgreifenden Fragen im Grunde genommen an vorderster Front. Auch wenn die direkte Beobachtung verborgener Dimensionen oder neuer Teilchen ein fortwährendes Unterfangen bleibt, tragen die aus den aktuellen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse wesentlich zu unserem wachsenden Verständnis des Universums bei, indem sie die Grenzen dessen, was wir über Teilchenphysik und Kosmologie wissen, verschieben, hoffen die Wissenschaftler am CERN, neue Kapitel in der Geschichte unseres Universums aufzuschlagen und möglicherweise die Existenz von Dimensionen und Phänomenen aufzudecken, die jenseits der Reichweite unserer derzeitigen Theorien liegen. Im Bereich der Extradimensionen bietet das Konzept des Gravitationsregenbogens einen faszinierenden Ansatz zur Erforschung dieser verborgenen Bereiche. Der Regenbogen der Schwerkraft ist ein theoretischer Rahmen, der vorschlägt, dass zusätzliche Dimensionen die Gravitationskräfte auf eine Weise beeinflussen könnten, die von den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie abweicht.
Wenn Teilchen mit diesen verborgenen Dimensionen in Wechselwirkung treten, könnten ihre Gravitationswechselwirkungen nach verschiedenen Modellen ein Spektrum von Verhaltensweisen aufweisen, das einen Regenbogeneffekt in Abhängigkeit vom Energieniveau erzeugt. Dieser Effekt impliziert, dass das Verhalten der Schwerkraft mit der beteiligten Energie variieren könnte und sich je nach Energiestärke auf unterschiedliche Weise zeigt. Die Wissenschaftler sind sehr daran interessiert, diesen Regenbogeneffekt nachzuweisen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Schwerkraft unter dem Einfluss von zusätzlichen Dimensionen funktioniert. Durch die Untersuchung dieser Variationen im Gravitationsverhalten hoffen die Forscher, Beweise für die Existenz verborgener Dimensionen zu finden, die ein tieferes Verständnis der Funktionsweise der Schwerkraft über unsere derzeitigen Theorien hinaus ermöglichen. Die Vorstellung, dass sich das Verhalten der Schwerkraft in Abhängigkeit vom Energieniveau ändern könnte, deutet auf eine tiefgreifende Veränderung unseres Verständnisses der fundamentalen Kräfte hin. Wenn beispielsweise Teilchen in engen Kontakt mit Extradimensionen kommen, könnte die Schwerkraft von den vertrauten Mustern abweichen, die von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt werden. Diese Abweichung könnte bei der Untersuchung von Teilchen in winzigen Abständen oder in Gegenwart starker Gravitationsfelder deutlich werden. Schwarze Löcher mit ihren starken Gravitationskräften sind ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet. Durch die Beobachtung des Verhaltens dieser Objekte wollen die Wissenschaftler feststellen, ob zusätzliche Dimensionen ihre Eigenschaften verändern. Solche Untersuchungen ermöglichen es den Forschern, theoretische Modelle zu testen und zu erkunden, ob das Vorhandensein von zusätzlichen Dimensionen die Gravitationswechselwirkungen auf unerwartete Weise beeinflussen könnte. Supersymmetrie und die Suche nach neuer Physik. Die Supersymmetry, ein überzeugendes Konzept in der Teilchenphysik, fügt dieser Erforschung eine weitere Ebene hinzu. Die Theorie besagt, dass jedes bekannte Teilchen einen Partner mit anderen Eigenschaften hat, wodurch mehrere ungelöste Fragen der Teilchenphysik beantwortet werden könnten. Die Supersymmetrie ist eng mit der Erforschung von Extradimensionen verbunden, da sie vorschlägt, dass diese Dimensionen die Energieskalen des Universums, wie die Schwache und die Planck-Skala, stabilisieren könnten. Theoretische Vorhersagen deuten darauf hin, dass Extradimensionen als ausgleichende Kraft wirken könnten, die die Stabilität über verschiedene Energieskalen hinweg aufrechterhält. Obwohl konkrete Beweise für Supersymmetrie und Extradimensionen nach wie vor schwer zu finden sind, untersuchen Wissenschaftler diese Theorien weiter. Die Supersymmetrie bietet einen Rahmen, der viele Phänomene erklären könnte, die mit den derzeitigen Modellen nicht vollständig erfasst werden können, und ist daher ein wichtiges Forschungsgebiet. In ähnlicher Weise ist die Erforschung der Energie- und Impulserhaltung ein grundlegender Aspekt der Teilchenphysikforschung am CERN. Traditionelle Grundsätze besagen, dass die Gesamtenergie und der Gesamtimpuls in einem geschlossenen System während der Teilchenwechselwirkungen konstant bleiben sollten. Jüngste Beobachtungen haben jedoch faszinierende Fragen zu diesen Grundsätzen aufgeworfen, insbesondere wenn Teilchen mit potenziell verborgenen Dimensionen wechselwirken. Bei hochenergetischen Kollisionen wurden bestimmte Anomalien bei der Energie- und Impulserhaltung festgestellt. Diese Anomalien könnten möglicherweise auf das Vorhandensein zusätzlicher Dimensionen oder anderer unbekannter Faktoren hinweisen, die unser derzeitiges Verständnis der grundlegenden physikalischen Gesetze in Frage stellen. So wurden beispielsweise bei einigen Hochenergiekollisionen unerwartete Ergebnisse erzielt, bei denen Energie zu fehlen scheint oder nicht berücksichtigt wird, was darauf schließen lässt, dass Teilchen kurzzeitig in unsichtbare Dimensionen eindringen könnten, bevor sie in unseren beobachtbaren Raum zurückkehren. Solche Abweichungen könnten auf die Existenz einer neuen Physik jenseits des Standardmodells hindeuten und den Weg für bahnbrechende Entdeckungen öffnen. Diese potenziellen Verstöße gegen die Erhaltungssätze sind von großer Bedeutung, da sie etablierte Theorien in Frage stellen und die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnisse verschieben. Durch die Untersuchung dieser Anomalien wollen die Wissenschaftler am CERN bestehende Theorien verfeinern und neue Hypothesen über die Natur des Universums testen. Wenn beispielsweise Teilchen mit verborgenen Dimensionen interagieren, könnte dies zur Entdeckung neuer Teilchen oder Kräfte führen, die derzeit von unseren bestehenden Modellen nicht vorhergesagt werden. Die Hochenergiekollisionen am LHC bieten ein einzigartiges Umfeld für die Untersuchung dieser Effekte, da sie Bedingungen schaffen, die denen kurz nach dem Urknall ähneln
und einen Blick auf die frühesten Momente des Universums ermöglichen. Die Erforschung der möglichen Existenz anderer Dimensionen wirft auch tiefgreifende Fragen über die Struktur unseres Universums auf. Die Suche nach zusätzlichen Dimensionen und Energieeinsparung. Am CERN stehen Wissenschaftler an vorderster Front dieser Erforschung, indem sie fortschrittliche Technologien und theoretische Modelle einsetzen, um diese Konzepte zu untersuchen. Die Untersuchung der Energie- und Impulserhaltung hat rätselhafte Anomalien aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass Teilchen mit verborgenen Dimensionen interagieren könnten. Einige theoretische Modelle gehen davon aus, dass Teilchen bei hochenergetischen Kollisionen vorübergehend in diese zusätzlichen Dimensionen schlüpfen könnten, was zu einem vorübergehenden Entzug von Energie und Impuls aus unserem beobachtbaren Raum führt. Dies würde sich in einem offensichtlichen Defizit an Energie und Impuls äußern, das durch bekannte Teilchen oder Wechselwirkungen nicht vollständig erklärt werden kann. Diese Diskrepanzen deuten auf das mögliche Vorhandensein von Wechselwirkungen mit schwer fassbaren Teilchen hin, die sich in diesen zusätzlichen Dimensionen befinden. Diese Erkenntnisse sind zwar faszinierend, müssen aber mit Vorsicht genossen werden. Die beobachteten Energie- und Impulsdefizite sind kein definitiver Beweis für die Existenz von Extradimensionen, Alternative Erklärungen, wie das Vorhandensein von bisher unentdeckten Teilchen oder Fehler bei experimentellen Messungen, müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden. Nichtsdestotrotz sind das Fortbestehen dieser Anomalien und ihre Übereinstimmung mit den theoretischen Vorhersagen ein starker Anreiz für weitere Forschungen. Mit dem Fortschreiten der CERN-Experimente bleiben die Forscher hoffnungsvoll, dass sie endgültige Beweise für diese theoretischen Konzepte finden werden. Stringtheorie und die Suche nach neuen Teilchen. Die String Theory, ein wichtiger Schwerpunkt der aktuellen Forschung, bietet einen überzeugenden Rahmen für das Verständnis fundamentaler Kräfte und Teilchen. Nach der Stringtheorie sind die Grundbausteine des Universums keine punktförmigen Teilchen, sondern winzige, schwingende Strings. Diese Strings schwingen mit unterschiedlichen Frequenzen und erzeugen verschiedene Teilchen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Stringtheorie geht auch von der Existenz zusätzlicher Dimensionen aus, die verdichtet und äußerst klein sind und weit über unsere derzeitigen Beobachtungsmöglichkeiten hinausgehen. Am Large Hadron Collider, LHC, des CERN bieten die hohen Energien, die bei Teilchenkollisionen erreicht werden, eine einzigartige Gelegenheit, diese Theorien zu untersuchen. Durch die Schaffung von Bedingungen, die denen kurz nach dem Urknall ähneln, hoffen die Wissenschaftler, Effekte im Zusammenhang mit diesen zusätzlichen Dimensionen zu entdecken. Die Fähigkeit des LHC, Teilchen bei noch nie dagewesenen Energien zu kollidieren, ermöglicht es den Forschern, Vorhersagen der Stringtheorie zu testen und nach Beweisen für zusätzliche Dimensionen zu suchen. Eine Vorhersage der Stringtheorie ist zum Beispiel die Existenz neuer Teilchen, die mit den Schwingungen dieser fundamentalen Strings verbunden sind. Die Entdeckung solcher Teilchen würde wertvolle Einblicke in die Natur von Extradimensionen bieten und möglicherweise Aspekte der Stringtheorie bestätigen. Neben der Stringtheorie werden auch andere Theorien wie die Schleifenquantengravitation erforscht. Die Schleifenquantengravitation versucht, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik in Einklang zu bringen, indem sie vorschlägt, dass die Raumzeit selbst quantisiert ist. Diese Theorie sagt voraus, dass die Raumzeit aus diskreten, unteilbaren Einheiten besteht, was Auswirkungen auf unser Verständnis von Dimensionen und der Struktur des Universums haben könnte. Bei der weiteren Forschung am CERN wird das Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Theorien entscheidend sein, um unser Verständnis der grundlegenden Natur der Realität voranzubringen. Die Untersuchung von Kollisionsdaten am CERN könnte neue Teilchen aufdecken, die mit String-Schwingungen verbunden sind und als String-Anregungen oder String-Zustände bezeichnet werden. Diese Teilchen könnten Eigenschaften aufweisen, die vom Standardmodell der Teilchenphysik nicht vorhergesagt werden, was Aufschluss über die Gültigkeit der Stringtheorie geben könnte. Darüber hinaus könnte die Erforschung der Frage, wie zusätzliche Dimensionen das Verhalten bekannter Teilchen oder die Stärke grundlegender Kräfte verändern könnten, zu bahnbrechenden Entdeckungen führen. Die laufenden Experimente zielen darauf ab, diese Vorhersagen zu testen und unser Verständnis dafür zu verbessern, wie die Stringtheorie mit beobachtbaren Phänomenen zusammenhängt. Darüber hinaus fügt das Konzept der Viele-Welten-Interpretation, MWI, der Quantenmechanik dieser Erforschung eine weitere komplexe Ebene hinzu. MWI legt nahe,
dass jede Quantenmessung zu einer Aufspaltung des Universums in mehrere parallele Realitäten führt, die jeweils unterschiedliche Ergebnisse eines Quantenereignisses darstellen. Forscher am CERN untersuchen, ob diese Paralleluniversen zusätzliche Erkenntnisse über die Quantenmechanik und die Natur der Realität liefern könnten. Die Untersuchung der MWI könnte möglicherweise Lücken zwischen der Quantentheorie und kosmologischen Beobachtungen schließen und ein umfassenderes Verständnis der Struktur des Universums und der Rolle der Extradimensionen darin ermöglichen. Forscher am CERN untersuchen die Auswirkungen der Viele-Welten-Interpretation MWI auf unser Verständnis von zusätzlichen Dimensionen und wie diese mit ihren Experimenten zusammenhängen könnten. Dem MWI zufolge führt die Messung eines Quantensystems dazu, dass sich das Universum in mehrere Ergebnisse verzweigt, die jeweils eine andere Möglichkeit dieser Messung darstellen. Dies impliziert die Existenz zahlreicher Paralleluniversen, von denen jedes potenziell eine eigene Reihe einzigartiger Teilchen, Kräfte und sogar Dimensionen besitzt, die wir derzeit nicht wahrnehmen können. Die MWI bietet faszinierende Möglichkeiten für die Dimensionshypothese. Wenn Extradimensionen existieren, könnten sie sich als verschiedene Zweige innerhalb des Multiversums manifestieren. Jeder mit seiner eigenen Konfiguration dieser Dimensionen. Diese Paralleluniversen könnten einen Rahmen bieten, um zu verstehen, warum physikalische Gesetze und Konstanten in verschiedenen Kontexten variieren. Die Idee ist, dass jedes Universum im Multiversum seine eigenen physikalischen Regeln haben könnte, die zu Abweichungen bei Konstanten wie der Lichtgeschwindigkeit oder der Stärke der Grundkräfte führen. Dieses Konzept hilft bei der Beantwortung der Frage, warum die physikalischen Parameter unseres Universums so fein auf die Existenz von Leben abgestimmt sind. Darüber hinaus bietet die MWI eine neue Perspektive auf den Welle-Teilchen-Dualismus, indem sie nahelegt, dass Teilchen nicht auf einer einzigen Flugbahn verharren, sondern gleichzeitig in mehreren Zuständen über verschiedene Dimensionen hinweg existieren. Wenn zum Beispiel ein Elektron beobachtet wird, kann es an einem Ort erscheinen. Aber nach dem MWI könnte es auch an verschiedenen anderen Orten in Paralleluniversen sein. Das bedeutet, dass Teilchen mit diesen zusätzlichen Dimensionen interagieren oder diese bewohnen könnten, was zu Phänomenen führt, die wir als multiple oder parallele Realitäten beobachten könnten. Die Theorie schlägt auch vor, dass diese parallelen Zustände durch Quantenverschränkung miteinander verbunden sein könnten, wobei sich Teilchen in verschiedenen Universen augenblicklich gegenseitig beeinflussen könnten. Obwohl sich die MWI-Theorie noch in der Entwicklung befindet, stellt sie einen neuartigen Ansatz dar, um die Realität und ihre möglichen Verbindungen zu verborgenen Dimensionen zu konzeptualisieren. Und die Wissenschaftler des CERN sind bestrebt, diese Möglichkeiten durch experimentelle Forschung weiter zu erforschen. Jüngste Fortschritte in der Quantencomputer- und Simulationstechnologie haben auch neue Wege für die Untersuchung der Viele-Welten-Interpretation eröffnet. Durch die Simulation von Quantensystemen in großem Maßstab erhoffen sich die Forscher, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Teilchen in verschiedenen Bereichen des Multiversums verhalten. Dies könnte wertvolle experimentelle Daten liefern, um die Gültigkeit der MWI-Vorhersagen zu testen und unser Verständnis der zusätzlichen Dimensionen zu verbessern. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung anzuerkennen, dass die MWI noch untersucht wird und der Nachweis ihrer Gültigkeit eine Herausforderung bleibt. Technologischer Fortschritt jenseits der Physik. Die Viele-Welten-Interpretation MWI der Quantenmechanik mag wie eine verblüffende Idee klingen, aber sie ist nicht ohne Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die Entwicklung von Experimenten, mit denen sich die MWI eindeutig von anderen Quantentheorien abgrenzen lässt. Trotzdem ist ihr Einfluss auf unser Verständnis von Extradimensionen unbestreitbar. Das MWI erweitert die Grenzen unserer Vorstellungskraft und ermutigt Wissenschaftler, eine Vielzahl von theoretischen Rahmenbedingungen zu erforschen, was es zu einem Hauptakteur in der modernen Physikforschung macht. Apropos bahnbrechende Arbeit. Die innovativen Werkzeuge des CERN prägen weit mehr als nur die Teilchenphysik. Nehmen wir zum Beispiel PET-Scans, ein lebensrettendes Diagnoseinstrument, das zur Erkennung von Krebs eingesetzt wird. Diese Scans wurden dank einer Technologie ermöglicht, die ursprünglich für die Untersuchung subatomarer Teilchen entwickelt wurde. Die Fortschritte des CERN im Bereich der Teilchendetektion haben auch die medizinische Bildgebung und Strahlentherapie revolutioniert und bieten neue Hoffnung für Patienten auf der ganzen Welt.
Aber die Beiträge des CERN sind noch lange nicht alles. 1989 schenkte Tim Berners-Lee, ein am CERN tätiger Wissenschaftler, der Welt das World Wide Web. Was als Hilfsmittel für den Informationsaustausch zwischen Forschern begann, hat die Art und Weise, wie wir leben, kommunizieren und Wissen teilen, verändert. Stellen Sie sich eine Welt ohne Internet vor, dank der Pionierarbeit des CERN gehört dieses Szenario der Vergangenheit an und hat die globale Kommunikation für immer verändert. Der Einfluss des CERN reicht weit über die Physik hinaus. Das Labor ist eine Brutstätte der interdisziplinären Zusammenarbeit, die neue Erkenntnisse in allen Bereichen von der Materialwissenschaft bis zur künstlichen Intelligenz hervorbringt. Die Verschmelzung von Theorie und Technologie am CERN verschiebt ständig die Grenzen dessen, was wir über das Universum wissen, und verspricht, Geheimnisse über Extradimensionen und die Natur der Realität selbst zu entschlüsseln. Was halten Sie von CERN? Ist es ein Segen für die Menschheit oder stellt es eine versteckte Bedrohung dar? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare unten. Wenn dir dieser Einblick in die Geheimnisse des CERN und des Universums gefallen hat, vergiss nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit du unsere neuesten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.